ich glaube, alle von euch. Okay, got it. Recording in progress. Gut, ich begrüße euch alle. Als ich sage, ich versuche Deutsch zu reden. Viel von euch wissen, wie ich Deutsch rede. Es ist noch gewisserweise noch schwieriger, weil ich rede nie Deutsch. Aber ich versuche es noch. Der Artikel natürlich war auf Englisch und als ich habe den anderen gesagt, ich habe mehrfach den Artikel selbst auf Englisch lesen müssen, um es verstehen zu können. Glücklicherweise, ich habe mich vorgenommen, dass ich lese es mehrfach. Und inlassen, dass ich habe es mehrfach gelesen, ich habe das ein bisschen zusammen schrumpfen können zu den wichtigsten Punkten. Für mich die wichtigsten Punkte war nicht, wie viele Klienten das die hatten, wie die haben es gemacht, welche Forschungstools, was sie haben gebraucht, sondern was sie haben ausgefunden und wie es beeinflusst uns mit unserer Behandlung. Weil in diesem Artikel haben die kein einziges Wort über Behandlung gesagt. Und außerdem in einer Wikipedia-Beschreibung von Diathesis, die haben die ganze Zeit von Diathesis gesprochen. Weißt alle, was das heißt? Ja, ich schon. Hast du auch die Definition ausgesucht? Ja. Ich habe es genau ausgesucht. Ja. Für mich, das war der ganz wichtigste Punkt, weil wenn man in diesem Artikel nicht versteht Diathesis, verstehst du, was die reden, überhaupt nicht. Und für mich, das war der wichtigste Punkt. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mein Herz gut getan, als ich habe das noch gelesen und gemerkt, wie viel das wir haben von Jan in dieser Artikel oder in dieser Forschung schon gelernt, ohne die Forschung zu haben. Und das war mir ganz wichtig. So, das wichtigste Wort hier war in der ganzen Artikel war Diathesis. Und das war, wenn es gibt eine Läsion, ein Fehler in Funktion irgendwo, all die Verbindungen in dem Netzwerk wird beeinflusst. Das heißt, sie verändern ihre Funktion in einem negativen Sinn. So ein ganzes Netzwerk wird beeinflusst. Und das war sehr ein wichtiges Thema hier, weil wir haben geschaut, zwei Typen von Pushers. Pushers, wo die Läsion verursacht ist in the Cortex, okay? Motor Cortex, nicht nur Motor und Sensory Cortex. Und wann die Läsion verursacht ist in the Thalamus. Und in der Thalamus, Sie wissen, wir haben das 100-mal beschrieben, das ist war posterior, in lateral posterior und in alle tiefen Nuklei in diesem Teil von der Thalamus. Das alle war klar, gell? So es war immer in der gleichen Teil von der Thalamus, tief in der Thalamus, zentral in der Thalamus, aber es ist posterior. Und ich denke, das waren mir zwei wichtige Punkte. Jetzt werden wir das in Kontext stellen. So, für mich der erste war, die haben genau die gleiche Definition von Pusher gehabt, als wir haben. Jemand, das drückt von einer Seite, der Seite, das aktiv ist, motorisch aktiv ist, zum der weniger motorisch aktive Seite. Und für meine Meinung, wenn ich bin ehrlich, ich habe das immer als motorisch gesehen. Gell? Der Klient konnte nicht zurückdrücken und deswegen war er schief, sozusagen. Und eigentlich, das ist, was passiert, wenn der, von diesem Artikel aus und auch von was ich habe zusätzlich gelesen, das ist, was passiert, wenn die Läsion verursacht ist kortikal. Das ist anders, wenn die Läsion verursacht ist in der Thalamus, Thalamocortical. Und dort findet man, das ist ein sensorisches Problem. Die Strukturen, das waren beeinflusst durch die Diathesis, waren alle sensorisch. Occipital, tief in der Temporal Lobe, in der Insula, in Singular Gyrus, alle diese Orten sind Orten, das haben sehr große Rolle in sensorischer Integration. So, das war ein ganz interessantes Thema für mich, weil das heißt, es gibt zwei verschiedene Typen von Pushers, aber wir sehen die als eine. Haben Sie alle auch diese gleiche erlebt? Ein Pusher, das man konnte
als sie haben angefangen zu behandeln, es war leichter, du hast Forschungsstrategies gemacht und ja, dann haben sie weniger gepusht und die weniger betroffene Seite war aktiviert. Haben Sie das Erlebnis gehabt? Irgendjemand? Ja. Das war für mich das Leichtere. Das ist die kortikal verursachte Pusher-Syndrom oder Läsion. Die andere Läsion haben sie alle die andere auch gehabt. Jemand, das es war, die pushen schon ins Bett. Die pushen schon, wenn du versuchst, so einen Transfer machen. Sie können ihn fast nicht ins WC bringen und weg von der WC bringen, weil die pushen so schwer und sie wissen es nicht. Sie können es nicht stoppen und es hilft nicht, wenn du beispielsweise, natürlich hilft das nicht, wenn du sagst, don't push. You're pushing yourself over, right? Das ist, was kommt direkt von meinem Mund, bevor ich kann der Filter. Aber ich bin gut jetzt mit dem Filter, aber ich erinnere das als Beginner, Anfangstherapeuten, wie ich wollte nur stop pushing. Die Leute merken nicht, dass sie pushen, okay? So, das war der erste Ding, das sie haben in diesem Artikel diskutiert, dass es gibt zwei Typen von Pusher. Der eine verursacht in der Thalamus, posterior lateral, und der andere von der Cortex. Auch die wichtigsten Dinge, dass sie hier gemerkt haben, und die haben das nicht 100% direkt gesagt, es macht nicht wegen der Hemiparesis. Der Verlust von motorischen Fähigkeiten beeinflusst die Ursache nicht, wenn es kommt von der Thalamus. Es beeinflusst das nicht. Es wäre gut, wenn die haben motorische Kontrolle, dann könnte man sensorische Input geben, aber auf dem Moment, dass sie fangen an zu pushen, es hat wirklich nichts zu tun mit dem Verlust auf der Gegenseite. Für uns, es hat einen Unterschied. Aber für den Klient, merkt nicht, dass es hat nichts mit der anderen Seite zu tun. Es hat zu tun mit Suchen aufrecht. So, der Klient versucht zu machen die korrekten Dinge. Versucht sich aufrichten. Auch wenn wir meinen, ist nicht aufrecht. Wir wissen, ist schief. Und ich finde, das ist auch die wichtigste Dinge, das ich habe von diesem Artikel genommen. Es gibt zwei verschiedene Typen. Und in ein Typ, der cortico-thalamic, cortical verursacht oder cortical to cortical, es gibt kein Diathesis. Wenn es gibt thalamic zu cortical, es gibt Diathesis. Das heißt, das Netzwerk selbst ist verändert. Und es kommt immer von der Thalamus aus, nicht von der Cortex in alle andere Richtungen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe natürlich vorher das alles als eingesehen, aber der Thalamic Cause ist der wichtigste. Und das ist wie das verursacht, was wir nennen Collateral Damage. Die Reste von dem Netzwerk. Und das ist etwas, das wir haben auch von Jan eigentlich gelernt, dass das Netzwerk wird verändert. Der Cortical oder der Rückmeldungskreis ist verändert, wenn es ist verursacht von der Thalamus aus, aber nicht, wenn es ist verursacht in dieser Sinn von der Cortex aus. Haben Sie alle das gekriegt von dem Artikel? Hat irgendjemand etwas, das Sie wollen darüber sagen? Nein. Eigentlich, das ist der wichtigste Punkt von der ganzen. So the feedback loops are the critical factor. Feedback loops, Rückmeldungskreisen, okay? Und das Interessante hier war, wann der Pusher, das Läsion ist von der Thalamus aus, es gibt verschiedene Subgroups, verschiedene Unterteilungen, okay? Und die Unterteilungen, vielleicht ist interessant, nicht interessant, sind inferior, rechts und links parietal. Der rechts medial temporal Lappen, links lateral occipital, the cingulate gyrus. Das ist ganz interessant, weil wir wissen, dass der cingulate gyrus ist nicht nur sensorisch, es hat auch motorische Teile, aber es hat sensorische Teile auch. Und früher hat man nur gedacht, es war sensorisch.
Und so in diese sind all diese Verbindungen, wo man hat sehr viel Verbindungen, man nennt das increased connectivity, sehr viel neuronal Verbindungen, okay, sind alle relativ entsprechend zentral und sensorisch, okay. Für mich, das ist ein kritischer Faktor, dass es sagt etwas, wie muss ich ihn behandeln? Ich habe das jetzt immer noch in Sinn in meinem Kopf. Wie muss ich jemanden behandeln, wo die Ursache ist, oder die Veränderung ist in sensorische Gebiete. Okay? Ich habe gesehen, ich sehe einen motorischen Verlust, aber die Ursache ist sensorisch. Und so ich weiß, dass ich muss ein sensorischer, ein Behandlung, das hilft mir zu mehr sensorische Feedback ausgleichen. Ist das alle klar? Interessant war, wie sie haben das alles gemacht. Die haben Mapping gemacht. In diesem Sinn haben sie das LNSM, Läsion, Netzwerk, Symptome, Mapping. Okay, we can call it mapping. Okay, so die haben die Netzwerke gemappt. So Maps von der Läsion bis die Verbindungen. Und das ist, wie die haben identifizieren können, welche Teile von den Netzwerken sind am meisten betroffen. Die Orte, wo die Diastasis passiert. Und das ist, was ich habe vorher gelesen, diese 5 Teile. Teile, das haben mehr Verbindungen, der parietal, temporal und occipital. Und das hat weniger Verbindungen, Singular Gyrus und Parasingular Gyrus. Okay? Und interessant war, die haben das gesehen, dass es mehr Orte auf der rechten Seite betroffen sind als die linke. Now, die haben 2 verschiedene Maps, riesige Maps von das Hirn angebraucht. 2 verschiedene, von verschiedenen Gruppen, verschiedene Hersteller. Ein heißt Kumar und dann war ein anderer. Und in einer haben die mehr davon gesehen. Das ist, was sie haben gebraucht. Die Atlas von Kumar, Kumar. Und das ist, wo die haben diese verschiedenen 5 Teile oder Clusters, nennen die Areal, wo die haben mehr oder weniger Verbindungen mit diesem Typ von Thalamic Läsion. Okay, good. Okay. So, für mich, das war interessant, weil wir haben gesehen von ihren Ergebnissen, dass es macht nichts aus, ob die Läsion links oder rechts ist. Aber die Veränderung in die Netzwerke war mehr ausgeprägt rechts als links. Okay? Aber die haben gesagt, es macht nichts aus, welche Läsion es ist. Auf mehr rechts oder mehr links, weil alles ist tief und relativ entsprechend zentriert. Okay, so dass es gibt Verbindungen, große Verbindungen zu beiden Seiten. Und vielleicht das ist einfach eine Ursache von dieser Verlust von, was wir haben früher Mittellinie gesagt, aber es ist nicht Mittellinie. Okay, a Verlust von Erkenntnis, was ist aufrecht. They don't know where upright is. And only, es scheint von dieser Artikel, das ist nur in sich selbst. Ich habe mich immer gedacht, wann, es konnte occipital sein, die haben gesagt, es große Probleme, große Verbindungen mit der Occipitallappen. Und das würde mich dann sagen, die haben großes visuelle Problem, aber das ist nicht, was sie haben gesagt. Die haben gesagt, dass sie merken nur sich selbst. Okay? So I'm trying to figure out what that means. Does it mean, und die haben das nicht gesagt, das ist nicht hier ein Artikel, dass ist die Welt sich auch schief und deswegen haben sie sich schief gemacht? Oder sie merken nur nicht, dass sie sind nicht aufrecht. Ich meine, dass sie haben gemeint hier, sie merken nur, dass die merken nicht oder sehen die Umwelt als schief.
ist es nur in sich selbst. Wie Sie haben es diskutiert oder beschrieben. Es war nur in sich selbst. The person doesn't know that he's not straight. He's always trying to be straight. And they didn't say anything about the Umwelt. Aber was sie haben gesagt, ist, es gibt ein großes Problem mit Sensory Integration. Tief in the Parietallappen, tief in Insula, tief in the Temporallappen, alle unten und mehr posterior. Und auch der Occipitallappen. So, wenn ich überlege, was sieht der Klient? Die sehen die Welt gerade, aber sie merken nicht, dass sie sind nicht gerade. Sie meinen, sie selbst sind gerade. And that's very interesting. I think it's very interesting. Weil wir haben, Jan und ich, einen Klienten gehabt, das hat pushing gemacht, and she pushed herself backwards. Sie hat sich nur posterior gedrückt. Man konnte sie nicht wenden nach vorne zum sogar sitzen. Sie war so wie the hypotenuse of a triangle. Das heißt, sie konnte ihre Po nicht in den Sitz. Sie war die linke Seite von einem Dreieck. Sie konnte nicht vorwärts zum Aufstehen. Sie konnte nicht buchen nach vorne. Und wenn wir haben sie zu dem Neuropsychologe genommen, konnte nicht verstehen. Dann haben wir so ein speziell neurologischer wie Raquel Optician, Augenarzt. Optometristen? Ja, okay. So ein Spezialist für neurologische Probleme und hat gefunden, dass sie hat nicht unten gesehen, wie wir sehen, die Distanz zu dem Boden. Sie hat betrachtet den Boden als vielleicht 30 Zentimeter von ihrem Gesicht. So schief nach oben. So, sie konnte nicht nach vorne kommen, weil sie meint, sie wirft sich auf den Boden. Und so sie hat gekämpft wie ein Löwe, zum nicht nach vorwärts kommen. Die haben Prismen auf ihr getan. Das hat den Boden wieder unten gebracht. Sie hat nicht mehr gepusht. So ist es ganz klar, dass sie hat ein sensorische Integration Problem in der Occipitallappen. Das war, ich weiß nicht, ob es war von der Thalamus verursacht oder nicht. Damals war nicht klug genug, um das zu fragen. Spielt für mich keine Rolle. Die Ursache, die Lösung zu dem Problem war zum Helfen mit der Integration von was sie kriegt als Information von ihren Augen. Und das ist mir in den Sinn gekommen, als ich habe das gelesen, weil die haben gesagt, dass dieser Teil von dem Hirn hat mehr Connectivity, okay, das heißt mehr neuronale Verbindungen zu dieser Thalamic Läsion Ursache. Und gibt es einen dann Verlust, symptomatisch Verlust von sensorischer Integration von den Augen und konnte verursachen, was ich habe jetzt beschrieben. Now, Prisms sind der Trick, right? Sie lösen das Problem nicht. Das heißt, in der Hirn, die Verbindungen sind alle gleich. Aber wir kriegen verschiedene Informationen von extern, außen. Und es löst das Problem. Das ist nicht das Problem, das wir haben, oder das könnte ein Problem, das wir haben, aber wir müssen es motorisch auch lösen. Okay? One thing I wanted to mention is, und vielleicht hast du das gemerkt, das Ganze hat wieder jedes Mal überlegt und sagt, wo die Verbindungen sind, wo alles, was könnte verbunden sein und beeinflusst sein, aber nichts zu tun mit, wie man löst dieses Problem oder ob es bleibt auf der Dauer. Das andere Ding, das sie haben nicht gesagt, ist, sie haben nicht gesagt, was sind die motorischen Probleme. Wir sehen die motorischen Probleme. Ich habe jetzt eins beschrieben. Okay? Und die Lösung war ein Problem durch die Augen, mit den Prisms. Aber meistens, wir tun das Problem lösen durch motorische Weise, gell?
Katharina hat jemand mir geschickt, war es im Winter, letztes Jahr oder im Sommer? Ich erinnere nicht, wann es war. Max? Ja. Ja, ja. Und, ja. Und war ein Pusher. Hat auch nicht gewusst, wann hat mehr Gewicht auf eine oder andere. Hat nicht gewusst, wann steht auf sein betroffenes Bein oder wie viel druckt. Meinte, druckt nicht. Jetzt mache ich das richtig, gell? Hat solche Sachen gesagt. Obwohl war immer noch schief. Okay. Und im Großen und Ganzen, all die Klienten, und vielleicht kannst du mir auch alle von euch etwas sagen darüber, die Klienten, das ich habe gehabt, das hat diese, was wir nennen Pusher-Syndrom, okay, haben auch sehr große sensorische Verluste auf der betroffenen Seite. So, die haben nicht nur einen motorischen Verlust auf der betroffenen Seite, die haben einen sensorischen Verlust. Und wir haben gemerkt damals, und Jan hat ein bisschen darüber auch in ihren Vorträgen über Neuro gesprochen, über diese sensorische Verlust als die Ursache. Okay, jetzt wissen wir, dass die Ursache, das war nicht die Ursache, das war die Diathesis. Okay, das war die Veränderung in dem Netzwerk, das war verursacht von der Läsion. Spielt keine Rolle. Was haben wir als Lösung gemacht? Wir haben versucht, mehr sensorische Rückmeldung zu geben. Und wie haben wir sensorische Rückmeldung gegeben? Wir haben es nicht extrinsisch. Und das war in der Vergangenheit ein großes Problem, gell? Beide Physios, beide Ergos haben das als Problem, gell? Sand darüber, Hand in eine Dinge mit verschiedenen Texturen. Und das war, nein, ich meine, wir können uns selbst auslachen. Aber das war ein Versuch, Quote, mit Anführungszeichen, zu lösen ein sensorisches Problem. Aber das sensorische Problem ist intrinsisch verursacht. Und das ist eine extrinsische Lösung. Now, die Prisms sind auch keine extrinsische Lösung. Ich sage nicht, dass es nie funktioniert. Aber in Bezug auf Veränderungen motorischer die Verbindung zwischen einer motorischen Fähigkeit und sensorischer Reiz. Wir haben eine andere Methode gebraucht. Unsere Forced-Use Paradigms eigentlich sind genau das. Wenn ich will, dass die Person nicht pusht, was haben wir gemacht? Der ein Teil. I didn't find anything on the web. Sorry about that. My watch is talking. I guess I talked too loud and my watch was looking at the web for something. I don't know. Anyway. Oh, okay. So, in a forced use paradigm, was machen wir? Wir versuchen, zu die sensorische Reiz ausgleichen. Das ist genau, was wir brauchen, wenn wir haben ein sensorisches Problem, das ist medial und beeinflusst beide Seiten, als wir haben hier in dieser Forschung, wo die haben nichts über Lösung geschrieben. In der Wikipedia, die haben in Definition von Diathesis, die haben in ihrem letzten Satz geschrieben, the only intervention to activate these suppressed parts of the brain is using the brain's neuroplasticity. And I thought that, now isn't that sweet? It says we have no other method. We don't know what we can do. We can't give a pill to make this happen. No drugs for Veränderung von der sensorischen Fähigkeit. Das ist, gibt nur eine Lösung. Und das ist zum Aktivieren der Teile, das sind hinuntergedrückt durch Aktivieren von, it says, the brain's natural neuroplasticity. I loved that. And as I said, when we look at, for example, the results of the VLSM, the mapping, it says, okay, so viel sensorische Verlust, so viel Verlust von Integration zwischen beide Teile, beide Seiten.
Und was wir müssen, ist das integrieren. Für mich, das war das beste Ding, das ich konnte mich überlegen. Weil ich meine, dass Forced Use Paradigms sind diese Methode, wo wir können ausgleichen sensorische Reiz. Ich kann vermehren auf den Teil, das ich auf dem Boden behalte, der betroffene Seite. Okay, ich habe Hautrezeptoren in den Fuß gegen den Boden. Ich habe Gelenkapproximation, Bewegung in Gelenke, Bewegung in Haut. Und dann ich habe die Closed Chain zum Aktivieren von Muskel. Und das initiieren wir auf der Wirbelsäule-Ebene. All die Sachen sind für uns noch bleibend und leisten vermehrte sensorische Reiz, den sensorischen Reiz von der anderen Seite auszugleichen. Auf der nicht betroffenen Seite, der Pushing Side, wir dämpfen sensorische Reiz, gell? Wir lassen die nicht in der gleichen Alignment. Wir nehmen die in einen Punkt, wo es gibt mehr Flexion, dass sie können nicht drücken. So, wir machen es auf einen Leiter, einen Stuhl, einen Hocker, was du willst. Und wir lassen das Menge von Arbeit senken, dass die andere Seite kriegt nicht nur mehr Muskelaktivität, aber deswegen sensorische Reiz. Und das ist eine Art zu ausgleichen sensorische Reiz. Von mich aus, wenn die sagen, dass es auch in diesem Artikel, die erwähnen, dass der Verlust von sensorischer Integration beeinflusst auch Bewegung, wie man brauche Vision, sehen, die Umwelt betrachten bei Bewegen und bei Gehen. Ich werde mich meinen, dass ich nicht sofort mit dem Klient gehen wollen. Weil in Gehen die beiden Beine können nicht, wir können nicht steuern die Menge von Reiz in beide Seiten. Und wir wissen das, weil wir können nicht das betroffene Bein lang genug auf dem Boden behalten, das andere Bein ist überarbeiten. Es ist ein Drama, weil in Gehen das alles passiert schnell zwischen den zwei Beinen. So für mich, wenn ich lese das, ich würde sagen, okay, ich werde nicht sofort starten mit Gehen, ich werde starten mit der aufrechten Haltung. Ich werde starten mit Forced Use Paradigms, aber ich würde nicht starten mit Gehen. Was ist total eine interessante Idee. Das heißt Reciprocal Activity. Würde nicht, was ich wählen sofort, weil ich kann nicht steuern die Menge von sensorischen Reizen in beide Seiten, dass es wird integriert. Und haben alle oder hat jemand eine Erfahrung in diesem Sinn gemacht? Das Gehen mit einem Pusher, oh, ich habe mal eins gerade mir im Sinn, oder das, wann du kriegst das Pushing weniger und wann du kriegst das Pushing mehr. Hat irgendjemand ein Beispiel oder ein Erlebnis gehabt, dass sie wollen, ja. Ich kann, ja, Katharina kennt Sergio Macci. Als ich ihn kennengelernt habe, das ist ein junger Patient mit einer sehr schweren Hirnblutung. Und er ist zu uns gekommen ohne Kalotte und war total desorganisiert, wenn er in der Klinik angekommen ist. War vielleicht 3 Monate nach der Blutung, war 3 Monate im Spital, weil er war wahrscheinlich medizinisch noch sehr instabil und er konnte nicht sitzen, er ist immer nach hinten gefallen, nach hinten links, er ist links betroffen und hat auch keine Ahnung gehabt, wie er sich sonst organisieren konnte gegen Schwerkraft, hat sehr viel gepusht. Und noch zusätzlich war er ist immer noch, aber war noch extremer, sehr apraktisch. Er hat nicht verstanden Instruktionen in Bezug auf seine Bewegung oder wie er im Raum überhaupt steht. Und ich kann nicht sagen, ob es motorisch oder sensorisch war. Er konnte auch nicht erklären. Er wusste auch nicht, dass er schräg war. Er hat immer so Smalltalk gemacht. Er konnte nicht viel sprechen, aber er hat immer die gleiche
Sätze gebraucht, ein bisschen alles lustig und unwichtig gemacht, aber er hat natürlich gemerkt, dass er sehr betroffen war. Und wir haben angefangen, ich konnte ihn nicht alleine behandeln, weil ich konnte ihn nicht kontrollieren. Also seine posturale Kontrolle war so schlecht, dass ich noch Unterstützung gebraucht habe von einer anderen Therapeutin. Und wir haben Glück gehabt, dass wir noch einen Zero-G nutzen konnten. Das heißt, wir haben ein Gewichtsentlastungssystem gehabt. Und da haben wir immer so 30% von seiner Körperbelastung, also Körpergewicht weggenommen. Und das hat alles viel leichter gemacht für ihn auch. Und wir haben ihm eine Art so Bridging gemacht, praktisch im Stehen. Also er ist mit einer Liege hinten gestanden, mit den Händen auf die Seite und beide Füße am Boden. Und dort haben wir angefangen, das rechte Bein vom Boden zu heben. Also auf eine Stufe oder einen Schritt nach rechts. Und so mit viel Extension konnte natürlich seine betroffene Bein in Extension stabilisieren. Und sobald er die rechte Seite angefangen hat zu bewegen, und das ist die Seite, die er gut bewegen konnte, sobald er verstanden hat, dass er es bewegen musste, dann hat sich die linke Seite aktiviert. Also das ist wie du sagst, es ist ein Prozess, der eigentlich subkortikal stattfindet, und das ist unser Glück auch. Diese sensorische Rückmeldung, auch wenn diese Arealen, die diese sensorische Rückmeldung interpretieren, beschädigt sind, die sensorische Rückmeldung kommt sowieso nach oben, und es kommt auch an Zentren, wo nicht beschädigt sind, und es gibt eine Art posturale Reaktion. Und das Bein hat sich aktiviert. Also der Arm war schwieriger, aber das Bein, vor allem die Hüfte, bevor eigentlich sein Quadrizeps sich aktiviert hat, hat sich die Hüfte aktiviert. Das ist einer der ersten Patienten, wo mir das geschehen ist. Aber so konnten wir seine linke Seite anfangen zu aktivieren, und gehen war überhaupt nicht. Also selbst stehen war nicht möglich ohne so eine Intervention, so eine Force Paradigm. Sonst wäre er einfach nur auf die rechte Seite gestanden, die linke hätte die Flexion genommen. Das war unmöglich. Und also ich muss sagen, ich war sehr überrascht, weil ich hatte noch keine Erfahrung mit einem Pusher von so früh, wo ich ihn begleiten konnte. Und er ist kein Pusher mehr. Das ist wirklich sehr erfreulich, dass man so eine Situation revertieren kann. Ja. Für mich ist das auch genau das. Ich habe gesehen, weil ich kenne ihn auch, und ich habe gesehen, sobald er genügend Input hat auf diese betroffene Seite, er hat aufgehört zum Pushen, er hat angefangen zum Integrieren. Na, es war nicht leicht, denn es war nur kurze Zeit, und es hat viel Arbeit gebraucht, um die Person organisieren. Und das ist, wo das Problem in Therapie normal liegt. Dass man versucht einfach mit der Person zu bewegen, ohne das Problem zu verstehen. Jan und ich, das ist ewig her, wir waren in Boston, wir haben einen Kurs gemacht, und wie soll ich das sagen? Das passiert immer, wenn du machst ein Demo in einem Ort, das du nicht kennst. Die bringen dich für die Demo, die Person, das die können nicht behandeln. Das ist das Schwierigste, und niemand kann behandeln. Und dann die kommen in das Zimmer, die kennen dich nicht, und du solltest, ja, in einer Stunde ein Wunder, sollte geschehen sein, passieren. Und die Frau ist in das Zimmer gekommen, laufen. Aber 3 Therapeuten waren auf der Seite, betroffene Seite, drücken zurück. Diese kleine Frau hat so viel Kraft in Richtung Stoßen, controversial, Stoßen in der Gegenseite von der Läsion, dass es hat 3 Personen, 3 Therapeuten gebraucht, um mit ihr laufen, zum Zurückdrücken. Now, das ist, wo ich sage, die Therapie und die Therapeuten haben das Problem größer gemacht und haben das Problem nicht gelöst. Und ich würde sagen, niemand macht das absichtlich. Das bedeutet, die haben das Problem nicht verstanden, und deswegen hat solche Lösungen. Aber das war keine Lösung. Die Person konnte nicht allein bewegen. Und sie kam dann, sie ist gesessen, und ich habe versucht, unsere üblichen Befund zu machen. Und
Sie konnte nicht bewegen, seitlich oder in einer Transfer, das heißt in einem Halbviertelkreis. Sie konnte nicht bewegen. Sie konnte in keine Richtung bewegen. Sie konnte nicht anfangen zum Stehen, weil sie hat so festgedruckt in der Gegenrichtung. So, das Problem war nicht gelöst im Sinne von Gehen. Es hat nicht integriert beide Seiten. Sie hat nur von äußerlich ein Reiz gekriegt, dass sie bleibt aufrecht. Aber sie hat nicht gelernt, wo aufrecht ist. Und ich denke, dass was Martha hat beschrieben in Bezug auf Sergio war genau das. Es geht absolut urlangsam vorwärts, aber du musst finden, diese Alignment in ein Vorschuss-Paradigm, dass du konntest aktivieren beide Seiten gleichzeitig, aber in der richtigen Menge von sensorischen Reiz, die beide Seiten zu integrieren. Und ich denke, und das ist, warum ich würde sagen, Gehen ist in dem Sinn am Anfang nicht die richtige Lösung. Weil du kannst gehen ohne den Gebrauch von der betroffenen Seite. Ist es mehr wie hüpfen oder jemand drückt zurück oder jemand stoßt die Beine in den Boden und der Klient, du hebst den Klient sozusagen oder stabilisierst sie für eine halbe Millisekunde, aber kein sensorischer Reiz kommt zwischen den zwei Beinen. So dort ist wo ich würde nicht gehen. Es gibt sehr wenige Sachen, wo dass wir finden, nicht mal ein Schritt ist die richtige Dinge. Okay. So, ich denke auch, dieser Klient, das ich habe gemacht von Katharina, hat auch visuelle Probleme und war besser. Ich habe seine Augen getestet, they weren't bad in Bezug auf nicht ein volles Quadrant war verloren, sondern hat sich organisiert, wo konnte alles sehen, beide Seiten, aber mit seinem Kopf nicht in der Mitte. Das heißt, sein sensorischer Reiz war nicht zentriert und nicht durch die beiden Augen. Es war total interessant. Und mit der kleinen Veränderung mit einem Prismglas ist mehr gerade und auch war ein bisschen leichter zu finden in der Mitte, obwohl hat Aktivitäten bei der Beine. War auch die Person, das irgendwie nicht erwähnt ist, weil in diesem Artikel, die haben nicht erwähnt, den Verlust an der Hemipareter-Seite. In keinem Sinn haben sie es erwähnt. Es war die nicht wichtig, weil das Problem ist, von dieser Diathesis und von der Entbindung von den zwei Seiten. Für them es wäre nicht let me see, die Person konnte absolut nichts spüren, würde nichts ausmachen. Konnte nicht bewegen, würde es nicht ausmachen. Die Ergebnisse von ihren Tests wären gleich. Es ist nur anders, wenn man behandelt. Dann ist es anders. Du versuchst Neuroplastizität, du versuchst die beide Seiten zum wieder integriert sein, so du brauchst beide Seiten. Und ich denke, das ist die Problem mit solcher Forschung. Es ist wunderbar, dass sie haben uns beschrieben, was ist das Problem. Aber ist absolut nicht interessant, was dann passiert. Es ist nur interessant, dass man weiß, dass es verursacht ist von der Thalamus und von einer Art Veränderung in Neural Networks. Natürlich für mich ist das das Gegenteil. I'm happy that I know that, aber jetzt bringt mir zu der Punkt, wie wir das bearbeiten. Ein Ding, das ich habe wirklich gut gefunden dort, ist, sie haben erwähnt, dass es gibt eine Skala für Pushing. Ich habe nie davon gehört vorher. Haben Sie das gesehen? Es heißt SCM or something like that. Und es sollte eine Skala sein, das sagt, wie viel Deviation es gibt. Und dann es gibt Punkte. Anyway, I've never heard of it before. Ich werde dann, SCP. Scale of Controversion Pushing. It's a measure of alignment deviation. Ja, das würde ich aussuchen. Das ist vielleicht ganz interessant. Man konnte das benutzen, zu zeigen, wann die Person besser ist auf der Grunde von die Input, das du machst, von Behandlung. Weil es ist wirklich schwer zum
begründen, dass die Person kann das nicht, weil he pushes und dann wie viel und dass es besser wird. Du kannst es nicht, ohne dass du hast irgendwie einen Weg zu messen. This is be the 6-meter walk or something. It's a measure. And I think that would be interesting to find. Ich habe es noch nicht. Und als ich sage, für mich, unsere Behandlungen, unsere Force-Use-Paradigmen sind eigentlich die korrekte Behandlung. Now here, die haben absolut nichts unterschieden zwischen der Arm und der Bein. Und ich würde sagen, dass ich werde auch mit diesem Klient absolut keine Constraint benutzen. Es gibt Constraint und es gibt Constraint, gell? Aber ich werde nicht Constraint benutzen. Ich denke, es ist das Gleiche mit den Legs. Du musst organisieren, dass sie kriegen Rückmeldung von beider Seiten. Es könnte sein, dass du machst es so mit Bridging, you can get input in both sides. With push-ups, you can get input into both sides, in the arms. Aber ich bin nicht sicher, dass wenn ich hätte jemand, das so schief war, ich würde die eine Arme wegnehmen. Ich denke nicht. Ich denke, man braucht das. Genau wie die Babys brauchen das, man etwas wie ein ATNR oder Frühreflexen zum integrieren. Das ist, was passiert. Ein von diesen ATNR, diese Reflexe, das wird integriert bei einem Baby in dessen, dass sie brauchen beide Hände gegen den Spiegel, gegen das Bett, gegen Mama, gegen den Boden und sie brauchen beide und sie finden, was wir haben immer als Therapeuten genannt, Mittellinie. Gell? Und so, ich werde das nicht wegnehmen. Ich werde versuchen, genau mit den Beinen zu versuchen, einen Input geben, das hilft, das zu organisieren. Was ist schwieriger, als das wegbinden? Wie war das mit Sergio? Mit seinem Arm? Ja, also ich würde auch kein Constraint machen. Ich denke, die weniger betroffene Seite ist ein Vorteil, wenn wir es in Bewegung setzen können, weil dann haben sie die posturale Reaktion in der mehr betroffene Seite, oder dass sie sich stützen können, dass sie Gegendruck machen können, dass sie stabilisieren können. Und mit dem Arm, also du hast gesagt, eben man kann Bridging machen oder Push-Ups, damit diese Aktivität kommt. Interessant war mit Sergio, wenn wir vorne gestützt haben, war es sehr schwierig, sein Bein zu aktivieren. Er hat das Bein in Flexion entspannt und mit dem rechten Bein hat er sehr viel gepusht. Also es hat sehr, also Wochen gedauert, bis wir in eine Push-Ups-Position arbeiten konnten. Und sein Arm hat sich schon, in der Bridging haben wir schon Aktivität von Trizeps gehabt. Das war ist total interessant. Ich habe auch einen Pusher in Pforzheim gehabt, ein älterer Mann. Das hat eine Nachblutung gehabt von dem falschen Medikament. Und dann hat er eine weitgehend bilateral Schädigung. Aber er hat gepusht, eine Seite mehr aktiv als die andere. Und er konnte nur aufrecht sich finden, wenn der betroffene Arm war vorwärts und es war auch in seinem Gesichtsfeld und der andere war irgendwo anders. Okay? Auch wenn der andere war darauf oder hier darauf. Mhm. Wir konnten es aktivieren. Aber sobald sie waren beide dort in seinem Gesichtsfeld, diese war unmöglich und der ganze Rumpf war abgedreht. Das heißt, es wie nicht aktiviert. Ja. In einem gleichen Weg. Aber wenn ich konnte ihn beispielsweise, wenn er war so und seine Hand war, sagen wir, ein Bügelbrett hier vorne, und ich habe ihm von hinten die Gewichtsverlagerung gegeben, der Arm hat aktiviert wie niemand und er war gerade. Aber er konnte nicht aktivieren die Gewichtsverlagerung, weil dann muss er sofort aktivieren den Bein. So dann haben wir es seitlich probiert, aber das war dieser Teil, die Beine hat
Integration benötigt lateral und die Bewegung war vorwärts und dann natürlich begrenzt. So, wir haben im Endeffekt beide in sein Gesichtsfeld haben müssen die ganze Zeit. Und hat wirklich es aktiviert. Aber hat es aktiviert nur, wann wir waren beide mitarbeiten. Es war total interessant. Ja, bei Sergio war auch so, also irgendwann haben wir probiert die Weight-Bearing-Sequence und es ist nichts passiert, er hat es auch nicht verstanden, was da geschieht. Und dann habe ich bilateral, also ich habe seine betroffene Hand auf ein Brett gestellt und seine weniger betroffene Hand auf die Hand und dann hat er dieses Brett auf einen Tisch vorne geschoben. Und dann hat sich sein Arm aktiviert, also der Trizeps hat sich in Extension aktiviert und hat einfach mitgemacht. Und das war für ihn irgendwie sinnvoll und er wusste auch nicht, dass er seinen Arm aktiviert, aber ohne die rechte Hand ist einfach nicht gegangen. Und erst dann, aber hat er aufgehört langsam zu drücken mit dem Arm? Das heißt, er hat nicht viel gedruckt. In dem Moment hat er dann viel weniger gedruckt, ja. Und was er dann angefangen hat, unilateral zu machen, war im Stehen mit einer kurzen Leiter vor ihm, wo er seine Hand drauf hat und dann nach vorne schieben. Und da, wo er fast das Gleichgewicht verloren hat, nach vorne hat sich der Trizeps aktiviert. Und das hat er auch verstanden, er hat auch die Bewegung gesehen und das konnte er nachmachen. Das waren die ersten Aktivitäten. Und was ich mit ihm gebraucht habe, das hat nicht mit Pusher zu tun, aber mit einer Person, die sehr apraktisch ist, war diese Motor Imagery. Das heißt, ich habe ihm zuerst die Bewegung gezeigt, ich habe es vor ihm gemacht, er hat es zugeschaut und dann habe ich ihn gefragt, er soll die Augen schließen und sich vorstellen, wie er diese Bewegung durchführt, etwa 3-4 Mal, und da hat er die Augen zugemacht. Er hat wahrscheinlich sich vorgestellt, die Bewegung, und dann hat er es durchgeführt. Und das hat ihm extrem geholfen. Viel mehr als die verbale Information, die ich ihm geben konnte, weil das war so schwierig, die verbale Information, das hat er irgendwie nicht verstanden. Und das nutze ich sehr oft, diese Vorstellung der Bewegung. Es ist auch wissenschaftlich geprüft, dass es funktioniert und das finde ich sehr hilfreich. Ich finde das auch total interessant, weil manche Leute können das und manche denken, dass du redest von da. Aber ich finde es wert zu zeigen. Ich habe einen Klienten für mich immer gezeigt, die Videos, nach einer gewissen Zeit, weil sie konnte sich selbst angucken. Und habe sie erlaubt zu sagen, welcher Teil muss besser sein, welcher Teil findest du gut und all das. Hat es geholfen? Ich bin ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, weil manche Sachen, das wir machen jetzt heute, und das ist nach 12 Jahren, sie says, oh my God, heute verstehe ich das. Now, ich meine, sie hat das vor 8 Jahren verstanden. Und hat sie immer genickt, wie sie versteht das. Und dann plötzlich hat sie ein von diesen Erlebnissen, wo sie es jetzt versteht. Und ich habe sie immer die Videos gezeigt und sie hat immer intellektuell beantwortet. Aber ich finde, es lohnt sich zum das machen, wo man visuell vorstellt. Ja, es ist nicht darum, dass sie verstehen, was sie falsch machen oder richtig machen, nein. Dass sie die Vorstellung der Bewegung, die Idee. Und das wird sehr viel in Sport gebraucht, zum Beispiel die Skifahrrenner, ja, eben. Die sitzen und sie überlegen sich diese Fahrt und sie machen es im Kopf mehrere Mal, bevor sie auf die Piste dann gehen. Und scheinbar, es hilft, auch bei Schlaganfallpatienten. Und ich finde, als noch ein Werkzeug, die wir nutzen können, wenn wir machen auch viele Aktivitäten, die für die Patienten ganz neu sind, die sie noch nie gemacht haben. Und manchmal mit Facilitation oder mit was wir sagen, wie sie interpretieren, was wir sagen und einfach machen und zeigen, welche Komponenten mit unserem Körper, dass sie durchführen sollen und bevor sie es machen, dass sie sich das überlegen können. I think it's really important.
thing that we can do at the same time. I'm thinking about now, it came in my mind, Facilitation. Welke Rolle das wir finden mit dieser Art Klient. Klient, das hat vielleicht zu wenig sensorische Rückmeldung und hat einen Verlust von Integration zwischen den zwei Seiten. Pusht. Welche Rolle wir finden oder wie sollen wir modifizieren oder verändern oder vermehren oder weniger machen, Facilitation. Das heißt manuell. Hat jemand eine Idee, was die meinen, wir sollen, oder ob es eine Rolle spielt? Ist es eine Art sensorische Rückmeldung? Aber es verursacht äußerlich durch Hautrezeptoren. Ich wollte andere reden lassen, aber sonst rede ich. Ich finde, ganz wichtig ist das Alignment zuerst, dass wir wirklich das schaffen, dass die Muskulatur sich aktivieren kann, dass es zum Beispiel ein Bein möglichst in Extension ist und nicht viel in Flexion, weil dann ist es schwieriger für die Muskulatur, sich zu aktivieren. Und meine Erfahrung ist, dass man sehr viel stabilisieren muss in der Position, bis die Muskulatur sich aktiviert. Oder dass eher die Aktivität der Muskulatur kommt durch die Bewegung der weniger betroffenen Seite und diese posturale Reaktion als direkt von der Facilitation. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, Susan. Meine Erfahrung ist die gleiche. Well, und es gibt Leute, die haben null sensorische Rückmeldung und nicht Pusher sind. Und sie bleiben nur über der Seite, das gibt die Rückmeldung. Aber die sind gerade, aber die sind nur auf einer Seite. Das haben wir alle gesagt, die zwei Seiten sind getrennt. Und wenn man behandelt die, du gibst sie mehr sensorische Rückmeldung durch die Alignment mit mehr Streckung und mehr Gewicht auf quasi das Bein. Wir nennen es jetzt das Bein. Und wir vermehren es. Und wenn die Person bewegt sich, wir vermehren das, bis die Muskeln sind aktiviert und wir können es mit weniger und weniger. Now we have a pusher. Und es ist das Gleiche. Wann ich konnte aktivieren die Seite, voraus, das gibt zu wenig sensorische Rückmeldung. Ich habe die Möglichkeit, meiner Meinung nach, und meine Erfahrung nach, zur Veränderung der Menge von Force, dass die Person wählt für den Push. Okay? Kriegt mehr, kriegt Auskunft und pusht weniger. Und es ist etwas, das man muss ganz gut organisieren voraus, bevor jemand gefragt ist, der Klient ist gefragt zum aktiv werden. Das heißt, ein Teil von dem Alignment ist, dass ich auch facilitiere und pass auf, dass ich kann stabilisieren, dass wenn die bewegen sich, das gibt schon Muskelaktivität und dann der Klient dann wählt weniger Push sozusagen. So der erste ist die Alignment, wo es gibt ein Forced Use Paradigm und waren die Stellen von dem Alignment sollte man schon facilitieren können. Das heißt, es braucht höchstwahrscheinlich mit jemandem, das pusht so stark, mindestens zwei Personen. Weil ein organisiert die Alignment, der andere facilitiert, dass es bleibt in die Alignment und die Aktivität findet sich statt. And I'm sure das ist, was du hast gemacht mit Sergio. Du hast organisiert die Alignment, dass konnte mehr Aktivität verursachen, bevor selbst bewegt. Dann ist die Person, dann ist leichter zu fragen, zu aktiv werden. Das heißt, hat nicht Angst zum Bewegen. Kann losen das Druck sozusagen. Wenn hat den Druck nicht mehr nötig, von der anderen Seite Druck zurück. Ich bin, mit diesen Informationen werde ich verändern, was ich habe früher immer gesagt. Ich habe immer gesagt, dass ich weiß nicht, warum jeder Klient ist nicht ein Pusher. Weil sobald es eine Seite nicht bewegt und gibt keine Rückmeldung, die andere Seite versucht alles. Aber jetzt wissen wir, dass die andere Seite kann versuchen alles und kann aufrecht bleiben, vertikal, oder die andere Seite kann alles und pusht. Und das ist anders und es hat andere Ursachen. Und das ist vielleicht der einzige, vielleicht der kritische Teil von dieser
ganze Artikel ist, man weiß, dass the damage in the Rückmeldungsnetze, the neural networks, causes the push. And that is verursacht von lesions that are more central and from the thalamus out. I think that's sort of the Zusammenfassung. The interesting thing is they call them hubs and neural net, and I kept thinking, hub, what is a hub? It's a main point, okay? And it reminded me, ich habe mich überlegt, es war wie an einem Flughafen. In the Flughafen in Denver, the is the Haupthub for United. So when ich will irgendwo in Amerika, ich nehme United Airlines. Ist wie in Zurich, du nimmst Swiss. It's the hub. Und hier, das ist ein interessanter Gedanken. Das Hub für Sensory Integration wird unterbrochen, wenn du hast eine Läsion, das in bestimmte Teil von der Thalamus stattfindet. Okay, hat irgendjemand auch etwas zu sagen, was sie wollen sagen darüber? Für mich war es ein ganz schwieriger Artikel, muss ich ehrlich sagen. Und schwieriger war, weil die haben all diese Ergebnisse, ohne ein Wort zu sagen, wie man kann das Problem lösen. Es ist interessant, das ist diese Trennung zwischen Forschung und täglichem Leben von einem Therapeuten oder Therapeut. Die haben auch genannt, dass sie sagen, es gibt sehr wenig Pushers. And I'm not sure that that's true. Als ich sage, es gibt not all pushers are from the thalamus, some are from the cortex. And that makes it a little bit different. And I think those are the pushers we see often, the ones who have sensory problems, but are still vertical. We see many more of those, like Max. Anyway. Also ich hätte eine Frage. Ja. Und zwar, arbeitet ihr mit vertikalen Linien bei den Pushern? Also dass sie sich, also ich sehe das da bei Martha im Hintergrund immer, bei dir gibt es so schöne Balken im Zimmer. Genau. Also wir haben es wirklich versucht, dass die Pusher sich an vertikalen Linien im Raum versuchen zu organisieren, dass sie dadurch wieder ihre eigene vertikale Linie finden. Und das hat eigentlich, so simpel wie das klingt, wunderbar geklappt. Hey, ich finde das, wenn du kannst einen visuellen Stützpunkt kriegen und es hilft mich zum dann organisieren meine Bewegung. Und ich komme am Punkt am Raum, warum nicht? Wir machen verschiedene Sachen in der gleichen Art. Zum Beispiel mit meinem Klient. Wir haben Nummern über das ganze Zimmer. Like the number 7 ist war ihre liebste Nummer. Und es steht am Tür. Und wenn sie sollte zu der Tür gehen, sie soll sich organisieren zu dieser Nummer, dem Zahl. Es ist wie eine Linie, aber es ist ein Punkt. Aber was wir haben dann danach versucht, ist etwas, das wir haben von Raquel, Visual Specialist, gelernt. Wir haben eine Seite mit viel Zahlen oder viel Buchstaben. Und in Aktivitäten, wenn man hält sich auf der Mittellinie, vielleicht ist das ein Ausfallschritt oder ein Schritt nach hinten in die Knie ist auf ein Liege hinten. Und es ist so eine Art Ausfallschritt. Wenn der Klient ist dort und hält auf der betroffene Bein, ist mehr auf der Mittellinie, dann versucht sie zu lesen von links nach rechts, von rechts nach links, von der rechten unter zu oben, dass sie kann ihre Augen bewegen, ohne dass sie den Kopf bewegt, zum es finden, gleichzeitig zum das Koordinieren mit vertikal. So es ist der nächste Schritt nach zum Beispiel organisieren sich auf eine Vertikallinie. Aber vertikal bleiben in den Augen bewegen können, dass ich weiß, was mir entgegenkommt. So, das ist der nächste Schritt nach das. Und ich finde das gar nicht eine schlechte Idee. Mindestens der Klient hat eine Ahnung, von was du redest. Du bleibst auf der linken Seite der Linie. Die andere Seite von dem Zimmer gehört so und so. Du bleibst hier. Und so der Klient hat einen Grund dazu, sich organisieren. Und nicht nur in der Umwelt. Manchmal weiß man nicht, wo der Klient schaut. Und du denkst, what are they looking at while they're walking? I have no idea. So ja, ich finde das eine gute Idee. Aber ich denke, es gibt noch einen Schritt.
von das ist, ich kann meine Augen bewegen und immer noch mich in eine bestimmte Linie laufen. Ja. So, next time we have something, what's the next article or the next meeting of this type? Also nächste Journal Club müsste ich schauen, weiß ich nicht auswendig. Ich glaube, es ist erst in April kann das sein. Also im Dezember haben wir ein Webinar und das ist von Annegro. Sie wird über wissenschaftliches Lesen einen Vortrag geben, wie man wissenschaftliche Artikel lesen kann oder herausfinden kann, dass sie wirklich, dass man sie schnell lesen kann, zu wissen, ist das Information, die ich suche oder soll ich einen anderen Artikel holen. Ich glaube, das ist, was sie will. Und im Januar gibt es eine Patientenbesprechung, auch von Annegro geleitet, und Februar und März sind 2 Webinars von Christian über patientenzentrierte Kommunikation, wo er auch über Motivational Interviewing und andere Gesprächsführungstechniken sprechen wird. Das wird sicher sehr interessant. Und ich glaube, erst im April ist wieder ein Journal Club. Aber ich bin nicht sicher. Wir werden es publizieren. Ja. Sandra ist zuständig für die sozialen Medien. Sie wird es in den sozialen Medien publizieren. Wir werden das Programm für Januar, Februar, März jetzt bald publizieren und es kommt so jede 3 Monate kommt die Information. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht lesen das Artikel und forcieren mich durch den Artikel zum Auspicken, was ist kritisch darüber, war perfekt. Ich hoffe, und es hat mir am meisten geholfen, ich hoffe, ich konnte euch das die kritischen Punkte erläutern, klar machen. Und ich habe Notizen genommen, über was ich habe wichtig in den Artikel gefunden. Würdest du gern die Notizen haben? Ja, das ich würde die ist einfach interessant. zu Marte. Ja, du kannst sie mir schicken und ich kann es weiterleiten, die Personen, die jetzt heute bei der Journal Club mitgemacht haben. Die Aufzeichnung wird auf der Webseite für die Mitglieder sichtbar sein. Okay. All right. Notizen I hope you all had fun. Ja, I hope you all had fun. Ich würde gern wissen, das nächste Mal, dass du hast einen Pusher, ob es dir hilft. Okay? Das ist für mich ein interessanter Punkt. Die Umschaltung ausschalten und vielleicht ein kurzes Feedback geben, wenn ihr noch etwas gerne sagen würdet, wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt. Okay. All right. Thanks, everybody. So nice to see you all again. Susan? Michaela sagt Danke. Susan, ich sehe es oben. Ja, klar, Michaela. Susan, ich habe noch eine Frage an dich. Susan, bist du noch da? Ja. Okay, dieser Patient aus Pforzheim, ich bin da jetzt gerade ein bisschen hellhörig geworden. Ist das zufällig derjenige, den ich vor 15 Jahren in dem Bobert-Kurs bei dir mitgebracht habe? Das weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall soll ich dich ganz herzlich von ihm grüßen. Ein älterer Mann, ein Arzt. Die Frau war Arzt. Die Frau war Arzt. Yes, genau das. Er ist es, gell? Herr Obert. Herr Obert, genau. Ja. Und ich soll dich grüßen. Lebt er noch? Er läuft mit mir und er pusht auch nicht mehr. Na super. Great. Ganz schöne Grüße. Great. Ja. Gut, und weißt du, das ist lustig für alle vielleicht. Wir sind mit ihm Schuhshopping gegangen für Schuhe. Ja. Und geht sehr häufig in Konzert und tragt Anzüge und wollte nicht natürlich
Tennisschuhe tragen. Und wir haben sicher mit Frau Dr. Obert mehr als 25 Paar Schuhe angehabt. Wir sind dort durchgelaufen mit jedem Paar, bis wir hatten 2 Paar, ein passender für ein schwarzes Anzug und ein für die Therapie. Das war sicher 3 Stunden. Und in der Ende, es war total lustig, aber es ist ein Drama gewesen, bis wir haben die Schuhe für den Anzug. Ja. Ja. Er hat Ich bin froh. Jens Schiene bis letztes Jahr getragen und hat jetzt eine neue sich anfertigen lassen. Aber es ist wirklich alles noch so, wie ihr es damals angeleitet habt, vor 15 Jahren wirklich. Oh my God, oh Ja. my God. Well, I'm glad everything is fine. Ja. Ich bin so überrascht, dass noch lebt. Er lebt gut noch. Gut. Wunderbar. Bye, everybody. Okay, bye-bye. Thank you so Okay. much. Vielen Thank lieben Dank, you. Susan. Thank you. Good. Bye. Thank you. Thank Bye, you. bye.